Wie jede Fahrzeuggattung stellt auch ein Velomobil ganz besondere Anforderungen an den Fahrer, wenn er sich damit so sicher wie möglich im Straßenverkehr bewegen möchte. Aus der Fahrerfahrung eines Velonauten will diese Videoserie Anregungen geben, wie man typische Gefährdungen vermeidet. Hier konzentrieren wir uns auf Radwege und ihre Eignung für das Velomobil. In den verschiedenen Ländern herrschen unterschiedliche Verkehrsregeln, unter welchen Umständen vorhandene Radwege für Fahrräder oder Velomobile benutzungspflichtig sind. Das soll hier nicht Gegenstand der Betrachtung sein. Ich persönlich fahre unabhängig von der Rechtslage so, wie es für mich sicher ist, wie ich für andere berechenbar und sichtbar bin und wie ich Unfallrisiken vermeide, auch wenn ich dabei im Einzelfall Straßenverkehrsregeln verletzen muss. Denn ich zahle lieber mal ein Bußgeld, aber bleibe dafür unverletzt. Dieses Video soll aber keine Aufforderung sein, es mir diesbezüglich gleich zu tun, sondern es soll Radfahrern und Velonauten die Gefahren ungeeigneter Radwege bewusst machen, damit sie selber entscheiden können, wie sie diese am geeignetsten vermeiden wollen oder ob sie gar in Kauf nehmen, um regelkonform unterwegs zu sein. Hier folgen wir der offiziell für Radfahrer vorgesehenen Nebenstrecke durch die Talsohle von Wuppertal von Lohen-Barmen Richtung Elberfeld. Wenn die Behörden das als Radweg vorschreiben, wollen sie wohl die Bürger vom Radfahren abschrecken. Rechts an parkendem Pkw vorbei ist schon eine erhebliche Gefährdung. Aber dann auf so einem engen Bürgersteig, dicht vorbei an Hauseingängen, Hof- und Firmenausfahrten, provoziert Unfälle, selbst wenn man bereit ist, nur wenig mehr als Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Selbst für das einmalige Befahren zur Aufnahme dieses Videos habe ich den Sonntagmorgen gewählt, um das Unfallrisiko zu verringern. Also runter vom Radweg auf die Straße, die hier gefährlich genug ist, da braucht es keine inkompetenten Verkehrsplaner zur Verschärfung dieser Gefahren für Radfahrer. Übrigens, hier verengt sich der Fuß- und Radweg wegen der Baustelle nochmals, sodass keine lenkerbreite Weg mehr übrig bleibt. Auf die Straße aufgemalte Radstreifen sind groß in Mode bei ahnungslosen Stadträten. Sie sind nicht mehr als eine Alibi-Maßnahme und fingieren eine ansonsten ungeplante Fahrradinfrastruktur. Für uns sind sie so überflüssig wie gefährlich, denn sie suggerieren dem Autofahrer, dass ihm die Straße bis zur Linie gehört und der Radfahrer sich nur rechts davon aufzuhalten hat. Nirgends werde ich so knapp und gefährlich überholt wie im Bereich von Radstreifen. Dass Radfahrer auch hier 1 Meter Abstand zu parkenden Autos zu halten haben und Autofahrer auch hier 1,5 Meter Sicherheitsabstand zum Radfahrer halten müssen, wird ausgeblendet. Deshalb können wir oft innerhalb der Radstreifen gar nicht fahren. Der Verzicht auf solche Straßenmalereien wäre deshalb ein echter Sicherheitsgewinn. Und gegen ignorante Autofahrer schützen uns auch Radstreifen nicht. Das Geld der Malereien wäre besser in Aufklärungskampagnen aufgehoben. Aber wenn uns dann solche Radstreifen auch noch zwischen parkenden Autos und der Bordsteinkante einklemmen wollen, kann man vor so viel verkehrsplanerischer Inkompetenz zur eigenen Sicherheit nur die Flucht auf die Straße antreten. Der ideale Radweg ist nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, eine der schönen ehemaligen Bahntrassen, wenn wir unser Velomobiltempo fahren wollen. Freilaufende Hunde, unberechenbar agierende Kinder, Spaziergänger und Erholungssuchende erlauben es hier oft nur, bei erhöhter Aufmerksamkeit zu cruisen. Dennoch sind die Bahntrassen, bei allen Risiken, für uns selbst oft der sicherste Weg, wenn die Alternative ansonsten der dichte Stadtverkehr wäre. Auch ansonsten gute Radwege können gefährliche Passagen enthalten, die man nur wirklich meiden kann,
wenn man mit den Verhältnissen dort vertraut ist. Hier wird der gute Radweg auf dem Bürgersteig fortgesetzt und zu eng, um sicher aneinander vorbeizukommen. Wer möchte hier schon von der Bordsteinkante auf die Straße abrutschen? Danach erreicht dieser Radweg eine unübersichtliche Kurve, in der zügig gefahrene Begegnungen zum Glücksspiel werden. Und wenig später steigert sich die Gefährdung noch an dieser Engstelle, die man nicht einsehen kann. Der für uns Velonauten, Treikfahrer und schnelle Rennradfahrer wirklich geeignete Radweg ist baulich getrennt von der Pkw-Fahrbahn, ohne nebenliegende Parkstreifen, gut asphaltiert ohne gefährliche Schlaglöcher oder Absätze, gereinigt von Schlamm, Glas, Steinen oder großen Ästen, überall breit genug, damit man sicher aneinander vorbeikommt, und er hat gut einsehbare Kurven und Querungen. Solche Radwege finden wir in der Regel in den Städten ohnehin nicht. Deshalb empfiehlt es sich dort, auf der Straße zu bleiben, wenn man vorankommen will, oder auf eine Trasse auszuweichen, soweit vorhanden. Auf der Landstraße lohnt es sich schon, nach guten und sicheren Radwegen Ausschau zu halten und diese dann auch zu benutzen, allein um die sehr viel schneller fahrenden PKWs zu meiden.